Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Heidi und ich bin den Jakobsweg gelaufen, die Camino Portugues da Costa. Und in dieser Podcast-Folge meines Podcasts Sinnspürer möchte ich dir darüber ein bisschen mehr berichten und dir ein bisschen Inspiration und Erkenntnisse mitgeben, die ich auf meinem Weg hatte. Ich wünsche dir viel Spaß. Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer. Das ist der Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Heidi. Ich bin Coach, ich bin Philosophin und ich bin Reisende zum Sinn des Lebens. Und ich freue mich auf diese Folge mit dir. Ich freue mich endlich mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen von meinem Sinnspürer-Podcast. Wir hatten jetzt eine längere Pause tatsächlich und du hast wahrscheinlich mitbekommen, warum das so war. Ich bin den Jakobsweg gelaufen und habe da eine eigene Videoreihe dazu angefangen. Und jetzt mit dieser Podcast-Folge möchte ich ein bisschen was über meine Erkenntnisse teilen und dich vielleicht inspirieren, den Jakobsweg selbst zu laufen. Für alle, die meinen Podcast bislang kennen, aber noch nicht meine Videos zum Jakobsweg, ich habe inzwischen 2 YouTube-Channel und wenn du meinen Podcast bisher nur gehört hast, dann eine Info für dich. Diese Folgen, auch die weiteren Folgen, die werden ab sofort auf YouTube immer als Video erscheinen. Früher habe ich nur Interviews als Videos veröffentlicht und ab sofort wird es jede Folge auf YouTube zu sehen geben. Ja, und jetzt soll es aber mal losgehen mit dieser Folge. Und wie gesagt, ich bin den Camino Portugues da Costa gelaufen, beginnend in Porto in Portugal und bin da durch Portugal nördlich, also Richtung Norden durchgelaufen, habe dann die Grenze nach Spanien überquert und bin da gelaufen nach Santiago de Compostela. Es gibt ja viele verschiedene Jakobswege. Ich hatte mich für diesen entschieden, weil der ungefähr 2 Wochen dauert, ihn zu laufen. Und das war auch genau die Zeitspanne, die ich Zeit hatte. Und der ist sehr gut für Einsteiger geeignet. Und außerdem wollte ich unbedingt am Meer entlang laufen, deswegen den Küstenweg. Was hat mich dazu bewegt, tatsächlich den Weg zu gehen? Ich habe mich länger schon damit beschäftigt gehabt und immer wieder was darüber gelesen, mir selber auch Videos angeschaut wie dieses hier. Und mir hat dann jemand im nahen Umfeld oder mehrere im nahen Umfeld immer wieder darüber berichtet. Und ja, ich hatte richtig Lust, das auch zu machen. Natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, wo möchte ich genau laufen? Geht das überhaupt als Frau alleine? Wie muss ich mich da vorbereiten und so weiter? Und wenn dich das auch interessiert, dann guck gerne auch meine anderen Videos an zum Jakobsweg. Ich habe schon eine Videoreihe veröffentlicht zum Weg, den ich gelaufen bin und einige Videos so mit praktischen Tipps rundherum und da werden auch noch einige weitere folgen. Was ich somit als Ziel hatte, also ich wandere sehr gerne, ich reise sehr gerne und lerne gerne Kultur und Leute kennen. Am Meer wollte ich gerne entlanglaufen und vor meinem inneren Auge habe ich das immer so gesehen. Also ich laufe links von mir das Meer, der Rucksack auf dem Rücken und die Wanderschuhe und ich laufe da auf den Holzbohlen am Meer entlang. Das ging für einige Zeit so und ich habe meine Pläne dann fixer gemacht und habe entschieden, dass ich im späten Frühjahr bzw. im frühen Sommer da laufen möchte und das war dann im Mai. Hatte ich so ein bestimmtes Ziel, also natürlich hatte ich das Ziel, in Santiago de Compostela anzukommen. Ich habe jetzt keine Lebenskrise durchgemacht oder so, wie das dann viele machen, die den Weg gehen. Aber was ich schon wollte, war so zu mir zu kommen. Ich habe auch einen sehr turbulenten Alltag mit meinen ganzen Jobs und Hobbys und Kindern. Und deswegen wollte ich da einfach abschalten und man hat ja so eine andere Geschwindigkeit beim Laufen und das wollte ich gern mal auf einer längeren Tour ausprobieren. Die Gedanken wollte ich sortieren und eine Challenge, die sich dann für mich so ergeben hat, war, mit wie vielen Sachen komme ich eigentlich klar? Also ich bin ja nur mit Handgepäck gereist, also ich hatte einen Reiserucksack mit Getränken und so weiter mit 7,5 Kilo ungefähr. Mit Getränken und Essen, aber reines Gepäck waren 6 Kilo. Gibt es auch ein Video, guck gerne in die Karte oben, die ist da eingeblendet. Ich habe ein Video zur Packliste gemacht. Mit wie vielen Sachen oder mit wie wenigen Sachen komme ich klar? Und es gibt ja
Menschen, die dann sogar die Zahnbürste abschneiden, damit diese paar Gramm nicht noch mit drauf sind. So extrem war es bei mir nicht, aber ich wollte schon auch schauen, wie schaffe ich das Ganze. Und natürlich so die sportliche Herausforderung, das war da auch so eine Sache. Und ich war natürlich nervös, wie es wahrscheinlich jeder ist, klappt das alles so und habe ich da alle Wenns und Abers mit eingeplant oder wie ist es? Und wirklich, was ich dir sagen kann, man lernt so tolle Menschen kennen und wenn du da mal ankommst, dann an deinem Startpunkt und siehst, da laufen ganz viele andere noch mit, das gibt dann nochmal so einen extra Schub Motivation. Ja, was habe ich mir da so erwartet? Also eigentlich große Erwartungen hatte ich gar nicht, sondern ich wollte so auf mich zukommen lassen, wie es dann ist. Und was schon vom ersten Tag an so war, eben diese Gemeinschaft, weil alle dieses Ziel haben, Santiago de Compostela. Beziehungsweise es gibt auch viele, die gar nicht bis dahin laufen, sondern vielleicht nur eine Woche Zeit haben oder nur 5 Tage und dann nur eine bestimmte Wegstrecke laufen. Wie gesagt, bin ich in Porto gestartet und ich hatte so grob schon festgelegt, natürlich die Route und wo ich übernachten möchte, aber nur so grob, denn ich hatte vor, wirklich von Tag zu Tag zu schauen, wie geht es mir, wie weit kann ich laufen, wo gefällt es mir vielleicht besonders gut und hatte da ab dem ersten Tag wirklich tolle Leute kennengelernt, tolle Gespräche geführt. Und ja, was dann auch so ein Thema war, wie gehe ich so mit Rückschlägen um? Natürlich habe ich auch Rückschläge erlebt und Phasen, in denen ich nicht so motiviert war. Und ich bin auch mal ein paar Tage mit dem Zug gefahren, weil ich so schlimme Blasen an den Füßen bekommen habe. Das ist so ein kleiner Spoiler, wenn du noch die Videoreihe mit anschauen möchtest. Und das hatte aber auch so sein Gutes. Und ja, war eben für mich die Frage, wie gehe ich denn damit um? Wie geht denn meine innere Kritikerin da mit sich selbst um? Tolle Geschichten habe ich erfahren. Also natürlich ist die eigene Geschichte, die man da so macht, die eigene Heldenreise sozusagen, die ist ja immer für einen selbst auch präsent, aber wenn du da Menschen kennenlernst, da wirst du ganz viel mitbekommen, was die gerade so bewegt, warum die diesen Weg machen. Es waren wirklich Menschen da querbeet aus allen Altersschichten, aus allen Berufsschichten, Menschen aus der ganzen Welt, wirklich. Also ich habe Leute kennengelernt aus Europa, aus Australien, aus Nordamerika, aus Südamerika, aus Südafrika, aus Taiwan. Also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Nationalitäten auf der ganzen Welt verteilt. Und ja, da kann man tief eintauchen. Und man erzählt sich vielleicht Dinge eher, wenn man weiß, man sieht sich gar nicht mehr. Na, vielleicht gibt das so eine gewisse Offenheit. Und man kommt, dadurch, dass man gemeinsam auf dem Weg ist und läuft, kommt man ziemlich schnell auf den Punkt und auf den Kern, was man so vom Leben erwartet oder wo man gerade steht. 2 Geschichten, die ich so mitbekommen habe, möchte ich gerne erzählen. Und zwar die eine Geschichte, da geht es um eine Australierin, die hat ihren Mann leider verloren, der sterbenskrank war und auf dem Sterbebett hatte ihr das Versprechen abgenommen, dass sie ihn verbrennen lassen wird, wenn er gestorben ist und die Asche auf dem Weg trägt, also auf dem Jakobsweg mitnimmt und dann in Finisterre, das ist noch so eine kleine Verlängerung ans Kap, die man rauslaufen kann, dass sie dort die Asche verstreut. Und frag mich jetzt nicht, wie sie die Asche von Australien nach Europa bekommen hat. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Vielleicht über Sondergepäck, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie wirklich mit dieser Asche ihres verstorbenen Mannes gelaufen. Und sie war am Anfang gar nicht damit einverstanden. Also sie wollte das überhaupt nicht machen und hat sich aber doch dann aufgerafft sozusagen und ist diesen Weg gelaufen und es muss ein sehr schönes Erlebnis für sie gewesen sein. Ich habe da mitbekommen, dass ihre 2 Kinder auch extra noch von Australien nach Spanien gereist sind, damit sie dabei sind, wenn diese Asche ihres Vaters übers Meer verstreut wird. Also eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und die andere, die ich dir noch erzählen möchte, da geht es um 2 ältere Damen. Die eine war aus Dänemark, die andere aus Kanada. Und die Dänin war Anfang 80, würde ich sagen. Und sie hat erzählt, sie ist schon
12 Mal oder so den Jakobsweg gelaufen, verschiedenste Routen. Sie hatte auch ihren Mann kennengelernt vor 22 Jahren, der war allerdings dieses Mal nicht dabei. Und ich habe sie dann gefragt, wie sie eigentlich dazu kam, immer wieder einen Weg zu laufen. Sagt sie, ja, sie hat da so eine Sucht entwickelt. Und ihr Mann sagt immer im Spaß, sie hätte eine Camino Walking Disorder, also eine Jakobswegsstörung, Laufstörung sozusagen. Und ja, sie meinte, sie kommt da immer wieder so gut runter, sie kann sich sortieren und das ist einfach eine sehr schöne spirituelle Erfahrung für sie auch. Und wie gesagt, die war Anfang 80. Sie hatte Rücken- und Hüftprobleme und ist das Jahr zuvor auch gelaufen und dachte dann schon, das wäre ihr letzter Weg, den sie läuft, oder hatte sich das so vorgenommen, das wird der letzte sein, weil es körperlich sehr anstrengend war. Und dann kam diese Freundin aus Kanada, hat angerufen, hat gesagt, du, hör mal, ich möchte auch den Jakobsweg gehen, die ist ein paar Jahre jünger. Und würdest du mitgehen? Du bist ja schon so oft gelaufen. Und dann hat sie es eben nochmal gemacht. Und die haben das wirklich toll gemacht. Die haben einen Gepäcktransport in Anspruch genommen. Also man kann von Tag zu Tag das Gepäck transportieren lassen, von einem Hostel zum nächsten. Also die haben keine geführte Route gemacht, sondern es wirklich eigenständig gemacht. Und sie sind auch nicht in Hotels abgestiegen, sondern so wie wir auch in den Hostels mit den Stockbetten, was ich wirklich total süß fand. Und in einem Hostel waren wir zusammen und kamen zusammen recht spät an und dann waren die Betten unten schon alle vergeben, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man den ganzen Tag läuft, natürlich tut einem alles weh. Und wenn du dann noch hoch ins Stockbett krabbeln musst, das ist dann wirklich anstrengend. Und eben die Dänin mit den Hüftproblemen, die sagte, nee, das mache ich jetzt nicht. Und ja, das war dann sehr süß, dass sich da natürlich sofort Leute bereit erklärt haben. Und die beiden konnten dann unten in jeweils einem Bett schlafen. Also, das hat mich sehr beeindruckt, auch diese Klarheit und auch die Freundschaft, die die beiden Damen hatten und haben diesen Weg zusammen gemacht und das fand ich sehr schön. Was ich persönlich so mitgenommen habe, einmal ist das Laufen wirklich so eine pure Entschleunigung. Also der Autopilot, der ist so abgeschaltet, weil wenn du auf dem Weg bist, was machst du da? Laufen, essen, schlafen und trinken. Mehr machst du eigentlich nicht. Und mehr Plan hast du auch gar nicht für den Tag. Also du kannst total gut runterkommen. Und natürlich läuft man jetzt auch mal Strecken an der Straße entlang und so, was nicht so schön ist, aber so ist es im Leben ja immer. Es ist nicht immer alles der tolle Strandweg, den man da läuft in der tollsten Natur. Also es ist sehr abwechslungsreich. Und ihr müsst euch vorstellen, die Strecke, die ich gelaufen bin, 255 Kilometer in 13 Tagen, das fährt man normal in ein paar Stunden im Auto oder im Bus oder im Zug. Also wirklich mal diese Entschleunigung da zu genießen. Und was sehr witzig war, also wenn man selber auf dem Weg ist und kommt da total runter und die um einen rum kommen auch total runter und dann kommt ein Anruf von zu Hause und die zu Hause sind irgendwie so schnell und wollen vielleicht schnell eine Entscheidung zu irgendwas oder wollen schnell was erzählen, das packt man dann gar nicht mehr. Also da ist man wirklich irritiert und sagt dann auch gerne mal, du, lass gut sein, kann ich mir jetzt gerade gar nicht damit beschäftigen und es ist auch so in Ordnung. Aber das war so eine Erfahrung, die ich und auch ein paar Mädels, die ich dort kennengelernt habe, die wir da geteilt haben und was wir eben an uns selbst so beobachtet haben, dass wir wirklich gut runtergekommen sind. Und deswegen, ja, also lieben Gruß an die Mädels an dieser Stelle, meine Camino-Mädels. Da haben wir so eine Clique gebildet und haben uns immer wieder getroffen. Also wir sind nicht zusammengelaufen oder zusammen angereist. Wir waren aus verschiedenen Teilen Deutschlands und haben uns dort eben kennengelernt. Aber man trifft sich dann ja immer wieder, weil man ähnliche Routen läuft oder mal im selben Hostel ist oder sieht sich dann mal 2 Tage nicht und dann führen die Wege wieder zusammen, wie auch immer. Kann man tolle Leute kennenlernen. Also es ist auf jeden Fall ein guter Break im Alltag, wenn du dir da bewusst eine Auszeit gönnen möchtest. Und ja, da können dann eben auch in dieser Entschleunigung Dinge hochkommen, die im Alltag so nicht hochkommen. Ja, also irgendwie alte Geschichten, alte Gefühle, was dir durch den Kopf geht. Und vielleicht hörst du da auch Musik und über die Musik kommt auch noch was hoch. Also das ist wirklich ganz spannend, was da so alles passieren kann.
Was man lernt, ist, dass man sich auf Situationen und Menschen einlässt und man ist da wirklich im Jetzt. Also wenn du so vorgehst, dass du gar nicht viel planst und wirklich nur von einem Tag auf den anderen lebst, dann ja, wirst du da sehr viel Flexibilität für dich auch lernen können. Und was man so bekommt, ist ja Vertrauen. Also Vertrauen, dass es so schon richtig ist, wie es ist. Und auch wenn nicht alles so läuft, wie du dir es vorgestellt hast, dann ist es trotzdem richtig so und dann passt das so. Und wir können da immer das Beste draus machen. Mit den wenigen Dingen klarzukommen, das hat wirklich gut geklappt, muss ich sagen. Und ich hatte mir das eben vorher überlegt und ich habe viele getroffen, die haben, als sie dort waren, ihren Rucksack ausgeräumt und die Sachen dort entsorgt oder in so Boxen gegeben, die man dann für andere Pilger, wo man Dinge umsonst hinterlassen kann, oder haben die Sachen nach Hause geschickt, weil man wirklich gar nicht so viel braucht. Wenn du jetzt sagst, mit vielen Menschen in einem Raum schlafen, also ich habe meistens in Hostels übernachtet und waren da, ich sag mal, von 4 Personen bis, keine Ahnung, 30 Personen oder 50 Personen in so ganz großen Schlafräumen. Da war alles dabei und wenn du sagst, nee, es geht gar nicht, man kann das auch ein bisschen privater natürlich gestalten, das bleibt jedem selbst überlassen. Für mich hat es aber irgendwie so dazugehört, das auch zu machen. Und was ich auch so sehr intensiv gespürt habe, ist einmal meine eigenen Grenzen zu spüren. Wie ich schon gesagt habe, ich habe schlimme Blasen an den Füßen bekommen und musste dann auch mal den Cut machen und sagen, nee, ich mache jetzt Pause. Und das hat mich ja erstmal innerlich so getroffen, weil ich hatte mir ja vorgenommen, das durchzuziehen und so weiter und so fort. Aber es ging dann halt nicht. Und sich dann auch zuzugestehen, dass es in Ordnung ist, da jetzt einen anderen Weg einzuschlagen, das war eine sehr schöne Erfahrung. In dem Moment ein bisschen schwierig, aber im Nachhinein war es eine schöne Erfahrung. Und was ich wirklich auch genossen habe, ist so die Zeit mit Menschen zu verbringen, denn du weißt ja nie, ob du dich am nächsten Tag wieder siehst. Also manche habe ich wirklich nur einmal getroffen auf ein Gespräch, viele mehrmals getroffen, aber manche sind auch früher abgereist oder sind auf eine andere Route abgebogen oder so. Und das gibt so etwas Besonderes. Wenn du jetzt so im Alltag mit Menschen sprichst, da sind wir oft nicht sehr achtsam, weil wir davon ausgehen, naja, die sehe ich ja nochmal, die Person. Und da ist es eben nicht so, sondern du weißt nicht, ob du dich wieder siehst. Das heißt, das sind so ganz herzliche Begegnungen und auch herzliche Verabschiedungen. Und wenn man sich dann nochmal trifft, dann ist es einfach eine Riesenfreude. Was ich sehr faszinierend fand, ist während des Laufens, wie so die Stimmung auch in Wellenbewegungen geht und die Gefühlswelt so in Wellenbewegungen. Also ich habe immer so 2-3 Kilometer gebraucht, bis ich so gut eingelaufen war, bis ich warm gelaufen war, und dann kam auch so das Hormon hoch und ich habe mich toll gefühlt und irgendwann ging es wieder ein bisschen bergab und dann hatte ich einen Durchhänger und habe vielleicht irgendwann Pause gemacht und dann ging es wieder aufwärts und so. Und manchmal war es auch im Minutenwechsel. Ja, in den 10 Minuten habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich gerade einen Lauf, jetzt habe ich total viel Energie und jetzt laufe ich mal ein bisschen schneller. Und dann konnte es aber auch sein, innerhalb von Minuten hat die Stimmung gewechselt und ich dachte so, ich will jetzt einfach nur in irgendeinem Bett liegen, gib mir ein Bett. Und das ist wirklich auch faszinierend gewesen, das zu beobachten und da die Offenheit dafür zu haben. Was ich immer wieder spannend finde, gerade wenn man in Ortschaften oder Städten oder in Ländern unterwegs ist, wo so alte Kulturstätten sind, ja, und das ist ja in Portugal und Spanien auch der Fall, also alte Burgen, alte Wege, alte Brücken. Und wenn man sich da mal vorstellt, hey, ich laufe jetzt 2024 diesen Jakobsweg, den Jakobsweg an sich, den gibt es seit dem 11. Jahrhundert und das war früher wirklich eine richtig beschwerliche Pilgerreise. Also bis du überhaupt mal dort angekommen bist. Man konnte ja nicht mit dem Flugzeug überhaupt mal zu einem Punkt, wo man dann losläuft, sondern es war viel länger, viel beschwerlicher. Da gab es Krankheiten, da gab es Seuchen, da gab es Straßendiebe.
Da gab es nicht unbedingt gute Ärzte oder so. Also insofern, ja, was das früher auch für Strapazen waren, da wurde mir schon wieder mal klar, in welcher Luxuswelt wir doch heute leben, zumindest was das Reisen anbelangt. Also, den Jakobsweg lohnt es sich zu laufen. Du wirst mit weniger seelischem Gepäck wieder nach Hause gehen. Du lernst dir selbst zu vertrauen. Du lernst anderen Menschen zu vertrauen. Und du lernst dem Leben zu vertrauen. Und das Leben schickt dir immer die Menschen, die du gerade brauchst oder die dich gerade brauchen. Das ist auch so eine sehr schöne Erkenntnis. Und so eine Analogie, lustigerweise hatte ich die und ich habe dann eine Mitpilgerin getroffen und sie hat mir erzählt, wie sie das sieht und sage ich, ja genau, das habe ich auch gedacht und das möchte ich gerne mit dir teilen. So dieser Jakobsweg oder überhaupt so Wege, die wir gehen, ist eigentlich wie das Leben selbst. Wir starten irgendwo mit der Geburt und haben ein Ziel vor uns. Ja, wir alle werden irgendwann sterben. Und im Leben gibt es verschiedene Routen, verschiedene Abzweigungen, verschiedene Gasthäuser, verschiedene Stationen. Ich kann mich immer entscheiden, möchte ich mit leichtem oder mit schwerem Gepäck gehen. Und ich kann mich entscheiden, möchte ich das Gepäck von jemand anderem tragen oder möchte ich das nicht. Ich kann mich entscheiden, wo ich abbiege. Und wenn ich merke, ups, das war jetzt ein Umweg, aber ich habe schöne Blumen auf dem Weg gesehen, dann war der Umweg vielleicht in Ordnung. Oder ich drehe irgendwann wieder um. Ich kann entscheiden, wer mich auf meinem Weg begleitet. Ich kann entscheiden, in welchem Tempo ich laufen möchte. Und ich kann entscheiden, wenn andere schneller laufen als ich, ob ich da wirklich da mithalten will oder nicht. Ich kann aber auch entscheiden, schneller zu laufen als andere. Also wer begleitet mich? Wie ist die Art und Weise, auf die ich dort begleitet werde? Und möchte ich das? Das ist wie mit Menschen im Leben. Dann, was bringt mir Spaß? Was macht mir Freude? Welche Abzweigung würde ich jetzt total gerne nehmen? Und die nehme ich dann auch, obwohl es mir vielleicht ein bisschen Zeit klaut auf dem Weg. Es ist nämlich keine geklaute Zeit. Was bringt mir Spaß? Was bringt mir Herausforderungen? Erkenne ich meine Grenzen? Und eben die Frage, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und da haben wir immer eine wunderbare Möglichkeit, uns selber kennenzulernen. Und wenn du mir ein bisschen gefolgt bist, dann weißt du, ich sage immer ganz gerne, umso besser wir uns selber kennen und kennenlernen, umso besser können wir eben andere Menschen auch verstehen. Also lerne dich selber kennen. Gönne ich mir Pausen, höre ich auf meinen Körper. Ja, ob es im Leben dann die Arbeit ist, ob es Krankheiten sind, ob es eine Überbelastung ist. Und viele von uns sind überbelastet, ja, weil wir denken, wir müssen im Hamsterrad irgendwie mithalten. Und letztlich auch, natürlich, es ist ja auch der Sinnspürer-Podcast, was gibt mir den Sinn? Was gibt dir den Sinn? Ja, warum machst du das alles? Und wirklich mal einen Reset, mal runterkommen, mal abschalten. Beim Smartphone wissen wir das, wenn da der Akku leer ist, dann stecken wir es an und laden es wieder auf und das sollten wir bei uns selbst auch machen. Und wir können da unheimlich viel lernen. Vielleicht auch noch so eine Lebenserkenntnis eben auf diesem Weg oder auf dem Lebensweg. Dir wird immer geholfen, wenn du es zulässt. Ja, und du darfst auch um Unterstützung bitten. Eine meiner Camino-Mädels, die wurde wirklich ziemlich krank auf dem Weg und hat wunderbare Hilfe gefunden von Leuten, die sie noch nie vorher gesehen hat. Also, wenn man es erzählt, eine schöne Geschichte, wenn man drinsteckt, war es natürlich nicht so toll an der Stelle, aber dir wird immer geholfen. Und das ist auf dem Weg so und im Leben ist es auch so. Zulassen dürfen wir das. Ruhe und Gelassenheit kannst du dort mitnehmen und wenn du da im Jetzt bist, da gibt es eben nichts zu tun. Und insofern kann ich es dir nur nahelegen, vielleicht auch so eine Reise mal auszuprobieren. Wie gesagt, wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, dann abonniere gerne meinen YouTube-Kanal dazu und da wirst du noch mehr Videos dazu sehen, praktische Tipps
und kannst auch die Reisevideos gerne anschauen. Wenn du die nächste Sinnspürer-Podcast-Folge nicht verpassen willst, dann folg mir ebenso gerne. Auf Social Media bin ich zu finden. Du findest mich auf Instagram, du findest mich auf LinkedIn, auf YouTube natürlich. Und ich freue mich sehr über dein Feedback und auch wenn dir diese Folge gefallen hat. Wenn es irgendwie Fragen gibt von deiner Seite zum Jakobsweg, dann lass die mir sehr gerne zukommen und dann gucke ich mal, ob ich da auch ein Video draus mache. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Hab eine gute Zeit, gib auf dich Acht. Von Herz zu Herz, deine Heidi.